So Leute, wie ihr es so schön im Titel lesen könnt, wir sind auf dem Nürburgring angekommen. Und zwar der Teddy hat uns hier in dem stärksten Luxus-SUV hier an den Nürburgring hingefahren. Und zwar im Aston Martin DBX 707. Und wie ihr es so schön hier hinten erkennen könnt, ja, das Fahrzeug hat Anhängerkupplung. Und wir sind ganz entspannt. Hier im DBX 707 haben wir den McLaren Senna gezogen. Denn wir gehen mal hier so rum um die Seite. Wir können mal hier ganz kurz die zwei Autos da einblenden, denn wir sind nämlich hier bei der Red Bull Formula Veranstaltung unterwegs. Wir können jetzt da nach hinten, können wir jetzt noch nicht schwenken, denn da befindet sich ein ganz legendäres Formel 1 Auto. Es befindet sich ja hier noch alles im Aufbau, denn Leute, heute geht es ja rein im Video darum, dass wir mit dem McLaren Senna auf der Nordschleife fahren werden. Und ich meine, ganz ehrlich, wie geil ist das eigentlich hier? Stärkster Luxus-SUV, was es momentan auf dem Markt gibt, ziehen wir hier hinten den McLaren Senna. Wir haben ihn zur Hälfte schon ausgeladen. Ich kann es wirklich schon gar nicht mehr jetzt erwarten. Jetzt endlich ist es bald soweit, bis unser DBX 707 kommt. Und ja, hier sehen wir, Leute, McLaren Senna ist zur Hälfte ausgeladen. Und das ist schon, also Robert, ich glaube, das muss man wirklich mal kurz einblenden, das Bild, weil das ist schon geil. Wenn du hier in dem stärksten Luxus-SUV, ja, den ultimativen Rennwagen mit Straßenzulassung einfach ganz tiefenentspannt ziehen kannst. Und Leute, ich bin richtig heiß, hier mit dem McLaren Senna ein paar Runden auf der Nordschleife zu drehen. Ihr wisst ja, es gibt mittlerweile diverse Videos, wie wir mit verschiedenen Fahrzeugen auf der Nordschleife gefahren sind. Vor allem hier GT Black Series. Da habe ich mal endlich meine Erfahrungen sammeln können auf der Nordschleife. Trotzdem habe ich immer noch viel zu wenige Runden drauf. Ich glaube, es werden jetzt insgesamt 300, 350 Runden sein. Also das ist wirklich gar nichts. Und dann werden wir jetzt heute hier mit dem McLaren Senna fahren. Und das zusammen mit legendären Formel 1 Fahrzeugen. Dementsprechend denke ich glaube, mehr als 80% werden wir hier mit dem Fahrzeug nicht fahren, wenn überhaupt, aber natürlich einfach mal zu sehen, okay, ein Gefühl zu bekommen, wie funktioniert das im Vergleich zum GT Black Series. Vor allem, ich bin mal gespannt, so Schwedenkreuz, was werden wir da für eine Geschwindigkeit drauf haben. Allerdings ganz wichtig, was man dazu sagen muss, McLaren Senna oder auch generell McLaren, die Fahrzeuge werden nicht wirklich auf der Nordschleife entwickelt im Vergleich zu AMG, M oder vor allem Porsche, die über Jahre hinweg die Fahrzeuge komplett auf die Nordschleife abstimmen und da auf der Strecke perfekt funktionieren. Da performt McLaren generell, was ich so an Videos angeschaut habe, gelesen habe, bei weitem nicht so gut als jetzt eben auf anderen Rennstrecken. Aber lassen wir uns mal hier überraschen von der ultimativen Trackwaffe. Und dann würde ich sagen, Robert, labern wir gar nicht weiter. Jetzt steigen wir ein und machen mal Jalla Abfahrt, oder? 3 Wochen später. So Leute, jetzt sitzen wir hier im McLaren Senna. Und alter Schwede, was ist hier bitte bei der Veranstaltung los? Also das ist hier aber mal richtig, richtig verrückt, was hier los ist. Und hier schön einfach neben mir der schöne V12 BMW, den der Markus Flasch fahren wird. Also das ist hier schon ein Line-Up da hinten, ein schöner M1 Procar. Wir schneiden uns jetzt mal hier fest. Es ist auf jeden Fall gut warm, Leute. Es ist richtig, richtig warm. Robert hat sich dazu entschieden, nicht mitzufahren. Dementsprechend, Teddy ist wieder am Start, Leute. Und wir werden hier gemeinsam im McLaren Senna eine Runde Nordschleife fahren. Ich gehe mal davon aus, dass wir nicht allzu schnell hier fahren können. Es gibt ein paar Sektionen, wo wir gelbe Flagge haben. Da müssen wir ein bisschen langsamer fahren. Aber wir schauen mal, wie das hier im McLaren Senna generell auf der Nordschleife wird. Ich glaube, das wird hier schon richtig gut gehen. So, und wie ihr sehen könnt, das Thermometer wird zwar noch runtergehen. Es zeigt gerade 37 Grad an. Hier Klimaanlage schon auf voll. Aber es ist extrem, extrem warm. Und wie das bei McLaren so ist, McLaren funktioniert perfekt bei um die 20 Grad. Bei 25 Grad wird schon sportlich, aber alles, was 30 Grad hat, nimmt das leider hier extrem Leistung weg. Also schauen wir mal, welche Geschwindigkeiten wir so Schwedenkreuz drauf bekommen. Also ich gehe mal wirklich davon aus, dass wir hier ein bisschen Leistung verlieren. Aber ich meine, letzten Endes, es ist ein Showrun. Es ist das erste Mal Nordschleife hier mit dem McLaren Senna. Und auch generell habe ich ja noch nicht allzu viele Runden drauf. Aber wir haben Teddy mit dabei. Den machen wir mal hier ein bisschen fest noch. Ja? Nicht, dass den gleich hier rumhaut. Der mir natürlich mit Sicherheit, du wirst mir doch mit Sicherheit hier die Kurve ansagen, oder? Alles klar.
Was zum Teufel ist hier bitte los, Leute? Das ist ja unfassbar. Das ist ja der Wahnsinn, was hier los ist. Alter Schwede, Leute, was ist hier los? Das ist ja der absolute Wahnsinn. Jetzt wird es gleich ernst, Leute. Jetzt geht es hier auf die Nordschleife. Wir werden 3 Runden Mühlenbach-Schleife fahren. So, kalte Reifen mögen wir besonders gern. Und die können wir jetzt erstmal hier richtig auf Temperatur bringen. Bevor es nämlich auf die Nordschleife dann geht, brauchen wir natürlich hier richtig Temperatur in den Reifen, Leute. Wir haben natürlich den Reifendruck hier eben extra ganz niedrig noch gehalten. Und ich gehe mal davon aus, Leute, ich werde nicht allzu viel reden, denn hier ist einfach komplett voller Fokus. Wir sind hier mit Sebastian Vettel und allen möglichen Rennfahrern unterwegs und ich mit meiner goldenen Ananas, die ich hier einmal gewonnen habe, muss mich natürlich besonders konzentrieren und vor allem hier jetzt den Reifendruck richtig hier reinbekommen. Aber langsam bauen wir hier Temperatur auf. Und jetzt würde ich sagen, wir trauen uns jetzt auf die Nordschleife drauf und machen Abfahrt. Wir haben den GT2 RS Clubsport hinter uns. Jetzt gurte ich mich hier auch mal ein bisschen fest, weil Leute, gleich wird es ernst. Wir sind hier noch auf der GP-Strecke und jetzt geht es dann gleich los auf die Nordschleife hier drüber. Wir können natürlich, wir werden jetzt hier vielleicht 60% fahren, weil Leute, es ist das erste Mal Nordschleife für mich hier im McLaren Senna und jetzt geht es hier auf. Jetzt geht es hier auf und wir müssen aufpassen, weil die Reifentemperatur ist auch nicht so ganz da. Und ich werde jetzt dann auch gleich still werden, weil Leute, hier ist volle Konzentration geboten, ja. Boah, das ist so schnell hier im McLaren Senna. Ist das schnell. So, hier ist gelbe Flagge, hier müssen wir jetzt ein bisschen langsam machen. Und hier können wir jetzt wieder aufreißen. Alter Schwede, ist das schnell! Bist du bescheuert? So, und jetzt hier voll den Speed mitnehmen. It was at this moment that he knew. He fucked up. Hier mussten wir jetzt leider abbremsen. Hier liegt nämlich ganz schön viel Flüssigkeit, gelbe Flagge wieder. Doppelgelb bedeutet, wir müssen hier langsam machen. Wir können hier leider nicht runterbrettern. Hier sieht es wieder gut aus. Hier können wir wieder Gas geben. Alter Schwede, ist das schnell. Alter Schwede, ist das schnell. Boah. Teddy, glaube ich, dem geht's gut. Nope. Dem geht's gut hier. Das ist schade natürlich, wir konnten jetzt nicht Schwedenkreuz richtig fahren. Und auch hier die Röhre runter. Es ist wieder gelbe Flagge, wir können auch leider hier nicht Gas geben. So, hier können wir wieder Gas geben. Ah, das ist natürlich schon, du merkst hier, der McLaren Senna, das geht hier richtig gut. Der ist natürlich nicht McLaren, wie ich es gesagt habe. Du merkst hier, er ist sehr hart abgestimmt. Wir befinden uns natürlich im Race-Modus. Alles ist auf hart. Aber hier merkst du diese Aero wie nichts anderes, wie sich das hier festdrückt. Und hier voll durch. Boah.
schön eng bleiben. Enge Kurven mag der nicht so. Ja. Aber das geht so schnell. Das ist brutal. Hier 120 dürfen wir hier nur fahren. Und hier dürfen wir wieder Abfahrt machen. Boah. So, und jetzt geht's hier hoch. Und jetzt die volle Power, 800 PS. Da dreht er einmal kurz durch. Und hier merkst du richtig die Aero. Und jetzt voll ruhig. Ja, du merkst, der Senna ist sehr, sehr wackelig. Ja, das ist einfach nicht für die Nordschleife konzipiert, dieses Fahrzeug. Es ist extrem schnell, aber das ist mit dem Black Series deutlich mehr Selbstvertrauen. Deutlich mehr Selbstvertrauen im GT Black Series letztes Jahr hier. So, jetzt bin ich gleich mal gespannt, ob wir hier aufsetzen werden. Und rein geht's. Ja, das hört sich doch einigermaßen gut an. Schön hier unten bleiben und jetzt wieder Abfahrt. Und hier merkst du wieder richtig die Aero, wie die arbeitet. Boah! Hier müssen wir aufpassen, hier liegt Öl. Ja, schön den Körb hier mitnehmen. Alter, wie das sich hier festbeißt. Wir laufen hier auf. Wir laufen hier leider auf. So, wir halten kurz Abstand, weil die fahren hier langsam und wir wollen natürlich die Gerade voll mitnehmen. Oh Leute, ich sage euch, das ist voller Fokus hier. Das ist voller Fokus. Puh, ich weiß gerade noch nicht wirklich, was ich sagen soll. Aber wir dürfen das Safety Car nicht überholen. Versteht ihr? Und wir wollen natürlich die Gerade jetzt gleich Vollgas mitnehmen, aber die sind hier leider sehr, sehr langsam gefahren. Aber leck mich am Arsch, ist das abnormal. Mich hätte natürlich hier interessiert Schwedenkreuz, welche Geschwindigkeit wir hier drauf bekommen. Denn letztes Jahr GT Black Series 2,87, ich bin mir sicher, wir kommen hier auf jeden Fall weit über 2,90, 2,95 hätte ich mal gesagt. Aber leider mit der gelben Flagge und dann ist da ein Sicherheitsfahrzeug gewesen. Da müssen wir natürlich vom Gas runter. So, und jetzt hoffen wir doch, dass wir jetzt gleich Gas geben können, dass wir hier wirklich freie Fahrt haben, weil wir dürfen das Safety Car nicht überholen, Leute. So, und ich würde sagen, wir nehmen ab hier Speed auf mit der Hoffnung, dass wir hier gleich richtig durchlatschen können. So, und jetzt Abfahrt. Und das sieht mir leider überhaupt nicht gut aus, Leute. Das sieht mir leider überhaupt nicht gut aus. Und wir hatten hier schon 2,80 drauf. Das gibt's doch nicht. Ach komm. Ja Leute, sehr, sehr schade, aber Safety First steht an erster Stelle. Aber ihr habt gesehen, wir hatten hier schon 2,80 drauf. Wir kommen weit, easy, über 300. Das ist so schnell, Leute. Das ist so was von abartig schnell. Also wir müssen hier, glaube ich,
McLaren-Senna auf der Nordschleife nochmal nachholen. Kommentiert mal drunter, Leute. Sollen wir mal hier Vollgas eine Lap im McLaren-Senna auf der Nordschleife fahren? So, wir können hier nochmal Gas geben. Zieht euch das mal rein, hier wie die Aero arbeitet. Boah! Alter! So, und jetzt geht's wieder auf die GP-Strecke. Und da vorne fährt der Yuki Tsunoda in seinem GT3. Wie geil ist das denn? Puh, Leute, ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Eine Erfahrung hier gemeinsam mit Red Bull Formula. Unfassbare Erfahrung. Und ich wäre jetzt wäre ich warm, um hier eine zweite Runde zu drehen. Aber leider wird das nicht möglich sein. Wir haben hier rote Flagge und hier neben uns Yuki Tsunoda. Das ist wirklich verrückt. Das ist wirklich verrückt. Und hier so eine Veranstaltung, da ist mir das sowas von egal, ob wir jetzt gerade 270 oder 290 Schwedenkreuz hatten. Auf jeden Fall ist das hier ganz easy möglich. Das Einzige ist wirklich, Leute, GT Black Series oder auch ein GT3 RS gibt dir definitiv mehr Selbstvertrauen auf der Nordschleife als hier der McLaren Senna. Du musst hier so extrem aufpassen, wie schnell dir hier dieses Fahrzeug kommt. Und da merkst du einfach, Porsche, AMG, BMW M, die Fahrzeuge sind auf der Nordschleife entwickelt. McLaren sind leider nicht wirklich hier auf der Nordschleife entwickelt. Man müsste hier sich im Setting rumspielen, dass man sagt, okay, man fährt hier eher eine softe Dämpfung und nicht alles komplett hart, weil ihr seht, wie das Fahrzeug hoppelt. Aber trotzdem, unfassbar. Hey Leute, wie geil ist das denn hier? Gerhard Berger in dem ultimativen Ferrari, Leute. Schaut euch das mal an. Wie geil ist das bitte? So, ich glaube, er macht einen... Das ziehen wir uns doch natürlich rein. Wie geil ist das denn? Ja, Mann. Geil! Also das finde ich mal geil, mal hier richtig eingequalmt zu werden. Genauso wie es sein soll. Genauso wie es sein soll. So, wir sind wieder zurück. Hier von Ralf Schumacher, das Formel 1 Fahrzeug. Und zieht euch das mal rein, nochmal, was hier los ist. Das ist so abnormal, Leute. Das ist so abnormal. Da ist er, der Robert. Die alte Schachtel. Da, ja, mit dem Yuki Fori. Alter. Was ist denn hier los? Das ist ja brutal. Schau mal, wie die Schüssel raucht. Der hat aber mal gerade richtig aufgerissen hier im Donut. Alter Schwede, ist das brutal. Teddy war deutlich entspannter als du, muss man sagen. Also das war... Aber der Yuki, der hat auch richtig aufgerissen, das sage ich dir so, wie es ist. So, schaut euch das mal an, was hier los ist. Das ist ja wirklich, das ist schon wirklich hier brutal. Klar. Also, das war wirklich eine Mega-Erfahrung. Also was Red Bull Deutschland hier auf die Beine gestellt hat, wirklich eine mega Erfahrung. Ich sag's dir, ich muss aus diesem Anzug raus. Ich muss aus diesem Anzug raus. Danke. Gerne. Gerne. Wir kommen hier gar nicht jetzt zum Outro. Ich wollte eigentlich über das Fazit erzählen. Oh, Facharbeit. Ja, Wahnsinn. Schau mal hier, Robert. Facharbeit Formel 1 ist Geld wichtiger als Talent. Mega. Und leider ist es halt auch wirklich so, ne? Ja, klar. Robert, wo bin ich jetzt stehen geblieben?
Ich wollte über die Erfahrung mit McLaren Senna sprechen. Aber ich sag dir eins, also McLaren Senna war wirklich eine ultimative Erfahrung. Aber, ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, wir müssen das Outro irgendwo da oben, irgendwo hier oben machen. Alright, so. Das war's. Robert, ich sag's dir, jetzt ist mir so hundsheiß. Hier läuft aber auch die Suppe runter. Also Leute, erstmal ein großes Dankeschön für alle, die hier gekommen sind und mega. Also das ist so geil, wenn hier so viele Fans da sind, ja. Also was Red Bull Deutschland hier auf die Beine gestellt hat, für das, dass das so die erste Veranstaltung gewesen ist und vor allem eben Formel 1 an Nürburgring, Nordschleife zurückzubringen. Und da unterstütze ich das Ganze zu 100%. Deswegen, damals, als mich Red Bull Deutschland kontaktiert hat, ob ich dabei sein will, habe ich gleich von Anfang an gesagt, ich unterstütze das zu 100%. Und da haben die so eine geile Veranstaltung daraus gemacht. Also wirklich unfassbar. Aber um jetzt hier zum Abschluss des Videos zu kommen, McLaren Senna, klar. Ich denke mal, Leute, kommentiert noch mal drunter, sollen wir die Fahrt mit dem McLaren Senna auf der Nordschleife noch mal nachholen. Wirklich eine Runde komplett brettern. Ihr habt gesehen, Schwedenkreuz, leider ein Sicherheitsfahrzeug rechts gewesen. Mussten wir leider vom Gas runter, genauso wie auch die lange Gerade, wo wir schon easy 280 drauf hatten. Das hätte mich aber wirklich interessiert. Ich glaube, wir hätten easy unsere 310, vielleicht sogar ein bisschen aufwärts gefahren. AMG One, weiß ich ja, Maro Engel damals über 330 km/h auf der Geraden drauf gehabt. Aber man muss wirklich sagen, für das, dass der McLaren Senna und generell ja McLaren nicht dafür entwickelt ist, ist das extrem schnell gewesen. Nichtsdestotrotz, wie ich es ja kurz schon gesagt habe, GT Black Series hat dir einfach etwas mehr Selbstvertrauen gegeben als der McLaren Senna. Aber trotzdem, ja. So, wir sind wieder zurück in der Drivers Lounge. Und ich würde sagen, wir machen auch Schluss hier mit dem Video. Schauen wir mal, was am Ende des Videos hier so dabei rauskommt. Aber auf jeden Fall nochmal ein großes Dankeschön an Red Bull Deutschland, ein großes Dankeschön an alle Teilnehmer, die da gewesen sind. Und dann würde ich sagen, machen wir Schluss hier mit dem Video und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Peace out. So, und jetzt hier voll in Speed mitnehmen. It was at this moment that he knew. He fucked up.